Hallo, herzlich willkommen zum Climate Farm Demo Feldtag hier bei mir auf dem Naturlandbetrieb Moritz Reimer in Hornburg im südöstlichen Niedersachsen. Also wir bewirtschaften hier 400 Hektar ökologischen Landbau nach Naturlandrichtlinien. Wir sind ein druschfruchtintensiver Ackerbaubetrieb, das heißt, wir bauen eigentlich alles an, was irgendwie durch den Mähdrescher passt. Neben Kleegras und Winterweizen umfasst die Fruchtfolge von Moritz Reimer Winterdinkel, Sommergerste, Sonnenblumen, Körnermais und Soja, hauptsächlich für die Saatgutvermehrung. Das Thema unseres Feldtages ist eine klimaangepasste Fruchtfolgegestaltung im Wasserschutzgebiet. Wir wirtschaften hier zu 100% in einem Trinkwassergewinnungsgebiet. Und klimaangepasste Fruchtfolge bedeutet für mich, Kulturen auszuwählen und in einen sinnvollen Kontext miteinander zu stellen, die mit den veränderten Klimabedingungen besser klarkommen. Bei uns wird von Jahr zu Jahr eigentlich die Frühjahrstrockenheit schlimmer. Wir wirtschaften langsam mit um die 500 Liter Jahresniederschlag, mit entsprechenden Extremen von 380 bis 1000 Liter Jahresniederschlag hatten wir in den letzten Jahren eigentlich fast alles dabei. Auf dem Betrieb von Moritz Reimer ist die zunehmende Frühjahrstrockenheit eine große Herausforderung. Es wird immer schwieriger, Sommerkulturen zu etablieren und gleichzeitig leiden auch die Winterkulturen unter den langen Trockenphasen. Es bedeutet also für uns, dass wir den Boden derart herrichten müssen, dass die Winterkulturen langfristig mit Wasser versorgt sind und dass im Frühjahr auch möglichst lang noch wasserführende Schichten vorhanden sind, um die Frühjahrskulturen zu etablieren. Der Betrieb setzt auf eine konservierende Bodenbearbeitung nach dem Prinzip: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, der Flug kommt bei mir nur im äußersten Ausnahmefall zum Einsatz. Und wir versuchen flach, ganzflächig schneidend den Boden herzurichten, um zur Saat eine nicht wendende Bodenbearbeitung, eine Bodenlockerung durchzuführen. Das machen wir im Herbst, insbesondere auch zu den Zwischenfrüchten. Bei den Zwischenfrüchten achte ich darauf, dass diese möglichst divers sind, um das Anbaurisiko möglichst auch in der Kultur zu splitten und möglichst viele unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Wurzelhorizonte, unterschiedliche Wurzelexudate in den Boden einzubringen. Am Climate Farm Demo Feldtag stellte Moritz Reimer 2 Zwischenfruchtmischungen vor. Das Sommerquartett von Camena und Terra Gold 7 Aqua von Freudenberger. Beide Mischungen wachsen schnell, frieren gut ab, enthalten keine Leguminosen und eignen sich aus seiner Sicht ideal für die Fruchtfolge nach Kleegras und vor Wintergetreide. Ansonsten setzen wir beim Zwischenfruchtanbau auf überwinternde Mischungen. Da sind dann beispielsweise Roggen, Inkarnatklee oder auch Winterwicken und Wintererbsen in den Mischungen vertreten. Für Moritz Reimer ist eine weitere große Herausforderung die Suche nach Hauptkulturen, die unter unterschiedlichen Klimabedingungen zuverlässig gute Leistungen bringen. Hier ist beispielsweise der Roggen hinzugekommen, der als sehr bedarfsarme Kultur mit der Frühjahrstrockenheit besser zurechtkommt als beispielsweise ein Winterweizen. Darüber hinaus haben wir mit Winterhafer Experimente gehabt, der sich auch recht kompromissbereit zeigt. Im Sommer ist die Sojabohne neu in den Betrieb eingezogen, die durch ihre späte Saat und ihre lange Vegetation mit der Frühjahrstrockenheit ganz gut zurechtkommt. Zusammenfassend würde ich behaupten, dass wir in vielen Dingen schon relativ weit gekommen sind, was die Bodenbearbeitung angeht und was unsere Zwischenfruchtmischungen angeht. Eine große Herausforderung für uns ist weiterhin das Stickstoffmanagement, um damit auch unsere Leit- und Kräuter-Distelklette-Melde in den Griff zu bekommen. Und klimaangepasste Hauptkulturen zu finden, bleibt für Moritz Reimer weiterhin eine zentrale Aufgabe. Meine Motivation am Climate Farm Demo teilzunehmen war, dass wir ein Klimamonitoring haben, einen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Denn in diesen Austauschformaten habe ich festgestellt, am meisten zu lernen und am meisten mitnehmen zu können.